Wer kennt sie nicht? Die ganzen Leaks und Gerüchte rund um GTA 6 beschäftigen Fans und Creator schon seit Jahren und die Liste der spekulativen Ereignisse, die uns in Vice City erwartet, scheint endlos lang geworden zu sein. Seit dem ersten echten Leak aus dem Jahr 2022 haben wir erste Top-Secret-Gameplay-Szenen zu sehen gekriegt, die nicht nur eine Menge verraten, sondern auch viel Platz für Spekulationen bieten. Offizielles Material gab es dann erst so richtig mit dem ersten offiziellen Trailer, der bestätigt hat, dass die Leaks echt waren. Danach hat die Gerüchteküche um GTA 6, wie ich finde, erst so richtig Fahrt aufgenommen. Es wurde so gut wie jeden Monat von irgendeiner unverifizierten Quelle behauptet, dass der zweite Trailer genau dann im Monat X kommt, bis er dann völlig unangekündigt das Licht der Welt erblickte. Nach dem Trailer wurden erneut sehr viele Möglichkeiten, die wir im Spiel angeblich haben werden, prophezeit, und wenn ihr mich fragt, verliert man bei der Menge an Informationen irgendwann den Überblick. Die Erwartungen der Fans an Rockstar nehmen mittlerweile überdimensionale Formen an, weil YouTube voll mit gefälschten Leaks, Szenen und Behauptungen, die völlig aus dem Kontext sind oder Wunschgedanken mancher so überzeugend klingen, dass viele wirklich glauben, dass es tatsächlich im Spiel enthalten sein wird. Und aus diesem Grund stelle ich euch heute 10 Mythen vor, die sich rund um GTA 6 drehen. Nummer 1. Wir haben angeblich in GTA 6 Scheibenwischer an den Fahrzeugen, die funktionieren sollen. Grund für die Annahme sind die Schlieren an den Fahrzeugen, die deutlich zu sehen sind, wie in dieser Szene hier. Allerdings muss ich euch enttäuschen, denn wenn ihr euch jetzt hier ein Screenshot aus GTA 5 anschaut, ist ganz klar zu erkennen, dass es auch dort Schlieren gibt, wenn es geregnet hat. Und von daher kann ich sagen, dass die Theorie leider so nicht bestätigt werden kann und es bleibt weiterhin ein Mythos. Mythos Nummer 2. Fahrzeuge lassen sich nur mit Spezialwerkzeug aufbrechen. Tatsächlich haben wir in den Leaks aus dem Jahr 2022 bereits Gameplay-Material gesehen, wo ein Menü aufgerufen wurde und wir damit deutlich erkennen konnten, dass es tatsächlich in GTA 6 Spezialwerkzeug geben wird. Wir wissen nicht genau wofür, aber es liegt dennoch sehr nahe, dass wir verschiedene Fahrzeuge mit verschiedenen Werkzeugen aufbrechen können und dadurch würde ich sagen, ist die Theorie tatsächlich wahr. Der nächste Mythos ist ziemlich interessant, denn hier geht es jetzt um die zufälligen Ereignisse, die sich im Hintergrund im zweiten Trailer abspielen. Die erste Szene im Trailer eignet sich wieder ganz gut zur Erklärung, und zwar geht es hier um den Waschbären im Hintergrund, der von Mülltonne zu Mülltonne springt. Ich würde nicht behaupten, dass es sich hier nur um einen Zufall handelt, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das geskriptet ist, genauso wie viele Cutscenes aus GTA 5 auch so funktionieren. Hier haben wir ein Beispiel, wir sind zum Beispiel mit Michael unterwegs und in der Cutscene erscheint einfach Trevor aus dem Nichts, der eigentlich gerade erst auf der anderen Seite der Stadt sich befunden hat und so schnell gar nicht dort sein konnte. Ein Beispiel noch mit der Kleidung, wenn wir zum Beispiel eine gewisse Kleidung tragen und in der Cutscene von Rockstar eine andere Kleiderordnung vorgeschrieben ist, dann haben wir uns plötzlich wie aus dem Nichts umgezogen. Oder ich gebe euch noch ein Beispiel, wenn ihr ein Fahrzeug irgendwo mitten an einer Stelle parkt, wo eine Cutscene stattfindet und die Szene beginnt dann, ist euer Fahrzeug plötzlich nicht mehr da, sondern es steht plötzlich ganz woanders. Und genau so funktioniert das auch mit den zufälligen Ereignissen, die sich im Hintergrund im zweiten GTA-Trailer abspielen. Also ist die Theorie, dass sich zufällige Ereignisse in den Cutscenes abspielen, leider falsch. Der nächste Mythos handelt um das duale Waffensystem. Wir können in dieser Szene sehen, dass Jason einen Baseballschläger in der Hand hält und mit der anderen Hand schlägt er den Kassierer. Dadurch entfachte sich die Theorie, dass wir zwei Waffen gleichzeitig benutzen können. Aber hier handelt es sich erstens um eine Cutscene und zweitens haben wir sowas auch schon in GTA 5 Cutscenes gesehen, dass wir zum Beispiel mit einem Granatwerfer um uns werfen und das können wir im Spiel an sich eigentlich gar nicht. Und außerdem können wir in GTA 5 auch, obwohl wir eine Waffe in der Hand haben, den Gegner schlagen, wenn er viel zu nah an uns ran steht. Und wenn wir erst eine gewisse Distanz zwischen uns und dem Gegner geschaffen haben, können wir erst mit der Waffe schießen. Somit ist die Theorie duales Waffensystem leider auch falsch. Wir bleiben in dieser Szene, wo Jason den Kassierer ausraubt, und zwar ist der nächste Mythos die Kasse selbst plündern. In der Szene hier können wir ganz deutlich erkennen, dass Jason sich selbst an der Kasse bedient und das haben wir so noch nicht in GTA 5 gesehen, meint ihr? Wir erinnern uns, wir hatten doch schon mal einen Juwelenraub in GTA 5 ganz zu Anfang der Story gehabt, wo wir exakt das gleiche gesehen haben.
Wer jetzt aber enttäuscht ist, der kann wieder aufatmen, denn wir haben natürlich auch schon in GTA 5 die Kasse selbst ausrauben können, außerhalb jeder Mission. Vielleicht haben das die einen oder anderen vergessen. Es gab ja 2 Varianten. Wir können hier einmal den Kassierer bedrohen, wir können neben ihn schießen, damit er auch noch schneller das Geld aus der Kasse holt und dann uns das einfach über den Tresen übergeben in so einer Tüte. Und wir können ihn natürlich auch eliminieren oder verscheuchen und die Kasse selbst plündern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das in GTA 6 nochmal viel detaillierter machen können, weil wir hier sehen können, dass Geld nicht nur ein Element ist, sondern auch wirklich Schein für Schein und Münze für Münze animiert haben. Also haben wir jetzt tatsächlich einen richtigen Gegenstand und ich freue mich zu sagen, dass dieser Mythos definitiv wahr ist. Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Es wird in Zukunft noch mehr über GTA 6 kommen. Die neuesten News, die offiziell von Rockstar kommen, möchte ich euch dann gerne vorstellen. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentarsektion, welche Mythen euch denn interessieren würden, die sich rund um GTA 6 drehen. Das würde mich gerne interessieren. Und nun geht's weiter mit dem eigentlichen Thema. Der nächste Mythos handelt um Personen, die auf der Ladefläche sitzen. Also wir sehen hier in der Szene, dass wir ganz klar Leute haben, die dort auf der Ladefläche Platz genommen haben. Und wenn ihr mich fragt, handelt es sich hier definitiv um eine Cutscene, weil alleine die Perspektive, wo wir auf das Flugzeug schauen, ist keine normale Gameplay-Sequenz. Eine normale Ingame-Kamera würde so niemals funktionieren. Das würde schon dann wirklich ein Ding sein, wenn das wirklich so wäre in GTA 6. Allerdings sehen wir hier die Referenz zu GTA 5. Wir haben hier auch eine Person auf der Ladefläche sitzen, allerdings ist das auch wieder während einer Mission. Es ist nämlich so in GTA, dass in der Mission und in Cutscenes Dinge passieren, die wir im normalen Gameplay nie zu sehen bekommen werden. Zugegebenermaßen wäre das schon sehr witzig, wenn wir die Person einfach von der Ladefläche kicken können, wenn wir die Fahrzeuge hart rammen, dann würden sie einfach in den Gegenverkehr fliegen. Also ich glaube, wir hätten alle sehr viel Spaß dran, aber ich denke, dass der Mythos sich nicht bewahrheiten wird und leider falsch ist. Der nächste Mythos: Personen interagieren mit Gruppen. Besonders bei den NPCs ist bei den GTA 6 Screenshots aufgefallen, dass es sehr viel Interaktion unter Gruppen gibt untereinander. Und tatsächlich haben sehr viele Creator und Analytiker sich gedacht, okay, das ist was völlig Neues, das haben wir so in der Konstellation in GTA noch nie gehabt. Aber wenn wir uns jetzt mal hier die Referenz zu GTA 5 anschauen, können wir ja deutlich erkennen, dass sich da schon längst Gruppen gebildet haben. Es könnte allerdings sein, dass die Engine mit der Gruppeninteraktion erst viel später in das Spiel implementiert wurde. Denn wir haben ja, wie ihr wisst, Xbox 360 Version gehabt, dann hatten wir später noch eine nächste Konsolengeneration bis zur PC-Generation, dann die GTA 5 Enhanced Version, wo das Spiel deutlich optimiert wurde in allen möglichen Facetten. Und da müsste man jetzt natürlich gucken, wie war die Xbox 360 Version. Ich habe die hier zu Hause liegen, aber ich habe die jetzt nicht extra gestartet, um mir das anzuschauen. Aber das Endergebnis ist, denke ich mal, das Entscheidende. Und wir können hier ganz gut erkennen, dass es Gruppeninteraktionen in GTA 5 bereits gibt. Und warum soll es das nicht in GTA 6 geben? Damit lässt sich sagen, der Mythos Gruppeninteraktion ist eigentlich kein Mythos an sich, denn es gibt es in GTA 5 bereits schon und daher werden wir das, denke ich, in der Konstellation mindestens in GTA 6 so sehen. Von daher ist der Mythos auf jeden Fall richtig. Der nächste Mythos handelt um Hurricanes und starke tropische Unwetter. Damit sind die Gewitter gemeint, die besonders heftig in Florida sind. Dadurch, dass wir es da den ganzen Tag extrem heiß haben, haben wir gerade abends extrem heftige Gewitter, die nicht wirklich lange dauern, aber dafür umso heftiger sind. Aber in Bezug auf Hurricanes glaube ich, dass sie nicht stattfinden werden, denn die Theorie ist eigentlich tatsächlich nur durch diesen Screenshot hier entstanden, denn wir sehen hier, dass der Hurricane hier auf dem Schild drauf steht und das könnte auch, wenn wir die Bar so betrachten, ein Name von einem Event sein, ein Fest, was in dieser Bar ab und zu mal stattfindet oder einmal im Jahr, wir wissen es nicht genau. Und zu dem Thema Unwetter, da gibt es einige Indizien dafür. Also erstmal müssen wir uns mal das Wetter in Red Dead Redemption 2 betrachten, denn das ist die beste Referenz, die wir haben aus dem Hause Rockstar Games, was Gewitter angeht. Und
viele haben ja auch gesagt, dass das Wolkensystem das gleiche ist wie in Red Dead Redemption 2 in GTA 6. Da ich das Spiel selber nicht gespielt habe, kann ich nur von diesen Aussagen ausgehen, die andere getroffen haben. Aber ich habe mir da schon den Vergleich angeguckt und es ist tatsächlich eine sehr gute Referenz zu GTA 6. Wenn wir uns aber hier den Nebel anschauen, der ist schon ein bisschen anders gestrickt, als wir es aus den vorherigen GTA-Teilen kennen. Ansonsten, außer diesem Nebel, haben wir keine Szenen, die wirklich auf ein Unwetter in GTA 6 deuten. Darum können wir jetzt hier nochmal zurück auf Red Dead Redemption 2 gehen, wie das Ganze so aussieht. Und ich finde, das sieht natürlich schon heftig aus. In GTA 5 war es zu der Zeit, wo es released wurde, ja auch extrem heftig. Wir können uns ja mal das Unwetter hier in GTA 5 nochmal anschauen, wie das aussieht. Und wir merken auch besonders, in GTA 6 haben die gewaltig an den Wolken geschraubt. Also erstmal haben wir die Wolken in GTA 5 in 2D abgebildet, aber das, was wir in Bezug auf GTA 6 schon in den Screenshots und auch im Trailer sehr gut erkennen können, ist das neue Rendering-System der Wolken. Wir haben die Volumetric Clouds da jetzt tatsächlich drin, die wirklich realistischer aussehen und eine ganz neue Atmosphäre schaffen. Und da könnten natürlich die Gewitter nochmal ganz anders aussehen, wie wir es denn eigentlich sonst aus GTA 5 kennen. Daher würde ich sagen, dass dieser Mythos wahr ist. Kommen wir zum zweitletzten Mythos und das ist die Bevölkerungsdichte. Wir haben im ersten Trailer tatsächlich schon extrem erstaunlich viele Menschen gesehen, gleich hier auf diesem Screenshot. Und das haben wir dann auch auf dem zweiten Trailer in sämtlichen anderen Screenshots auch noch sehen können. Und da stellt sich jetzt die Frage, ist das wirklich alles so richtig? Wenn wir uns tatsächlich mal zurückerinnern, in GTA 5, wo das Spiel noch nicht raus war, wurde auch sehr viel über Bevölkerungsdichte gequatscht. Und was wir dann auf die Konsolengeneration bekommen haben, auf die Xbox 360 damals und PlayStation 3, war bei weitem nicht das, was wir im Trailer gesehen haben. Aber wir haben mit der Zeit in den nächsten Generationen und auf PC tatsächlich immer mehr Verkehrsdichte und mehr Bevölkerung bekommen. Das liegt daran, dass die Engine tatsächlich nicht so wirklich auf die Xbox 360 angepasst werden konnte, weil sonst die Konsole abbraucht und die ja schon aufgrund der großen Welt in GTA 5 ja eh schon auf volle Hochtouren lief. Und ich muss noch dazu sagen, wir haben den ersten Trailer gesehen, aber wir wissen nicht, worauf er gecaptured wurde. Im zweiten Trailer haben wir das erfahren, dass es auf der PS5 gecaptured wurde, aber wenn wir uns die Screenshots angucken, das wissen wir nicht, ob das tatsächlich auch von der PlayStation 5 kommt oder ob Rockstar Games einfach dort uns Screenshots zeigt von einer Entwickler-Engine, die vielleicht für die nächste Generation, also PlayStation 6 oder sogar PC-Version geplant ist. Leider ist es so, dass ich mich nicht darauf verlassen würde, dass die Screenshots auch auf der PS5 gecaptured wurden, weil es wird nirgendwo erwähnt. Also würde ich sagen, dass dieser Mythos mit äußerster Vorsicht behandelt werden sollte. Es könnte sein, dass wir auf der PlayStation 5 so eine Verkehrsdichte und Bevölkerungsdichte nicht bekommen, dafür aber mit den nächsten Generationen und spätestens dann mit der PC-Version. Kommen wir zum allerletzten Mythos und das handelt um 70% der Gebäude sollen betretbar sein. Halten wir das mal fest. Wenn wir hier uns mal die Fenster anschauen, dann sieht das Ganze schon so aus, als ob wir da reingucken könnten, beziehungsweise auch betreten. Allerdings handelt es sich hier sehr wahrscheinlich um ein virtuelles Instrument und das nennt sich Parallax-Effekt. Der sorgt dafür, dass die Spielewelt einfach realistischer aussieht. Es sieht so aus, als ob wir da reingucken können, genauso wie in diesen Screenshots. Da könnte man meinen, dass da ein Fernseher oder irgendwas läuft. Allerdings ist das, denke ich, eine sehr gute optische Täuschung. Jetzt können wir uns natürlich fragen, können wir in das Gebäude rein, weil da oben sind Menschen auf dem Dach zu sehen. Es könnte jetzt sein, dass es tatsächlich in Vice City mehr Gebäude gibt, die wir betreten können. Zum Beispiel an bestimmten Orten, die allgemein einfach bekannt sind für ihren großen Tourismus, wie der Ocean Drive. Ich weiß jetzt nicht, wie der in Vice City heißt, diese berühmte Straße. Aber ansonsten, wenn wir uns mal jetzt diesen Screenshot angucken, dann sehen wir, dass die Gebäude so nicht betretbar sind. Und auch diese große Arena hat nicht mehr diesen Parallax-Effekt. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Parallax-Effekt sehr rechenintensiv und leistungsintensiv ist. Und Rockstar muss mit diesem Instrument
wirklich sehr sparsam umgehen, damit die eventuell noch andere Elemente wie zum Beispiel Bevölkerungsdichte, was ja auch ein sehr großes Thema war vorhin. Und außerdem ist das Gerücht, dass 70% der Gebäude betretbar sind, tatsächlich auch schon in GTA 5 da gewesen, noch bevor das Spiel rauskam. Und es wurde sehr viel spekuliert, dass wir in sehr viele Gebäude rein können. Und am Ende, seit der GTA 5 Enhanced Version, wissen wir, dass es nicht so ist. Und lustigerweise ist genau dieses Gerücht mit GTA 6 wieder entstanden. Wir können natürlich in GTA Online mehr Gebäude reingehen als in Story-Modus, aber ich werde jetzt hier nicht auf GTA Online eingehen. Ich beziehe mich jetzt hier komplett auf den Story-Modus. Wir können in manchen Missionen in GTA 5 Gebäude betreten, allerdings gibt es da, glaube ich, nur das FIB-Gebäude, was wir von innen sehen können, und das gibt es auch nur im Story-Mode. Also wenn wir da jetzt reinfliegen wollen, dann ist da einfach gar nichts mehr zu sehen. Wir bleiben gespannt, was das Endergebnis uns präsentieren wird, da bin ich sehr gespannt, aber bis hierhin muss ich dann sagen, dass der Mythos 70% der Gebäude sollen betretbar sein, auch definitiv nicht richtig ist. Und damit sind wir auch hier am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, mein erstes GTA 6 Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Kommentar da, ein Abo, wenn es euch gefallen hat, und natürlich ein Like. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao.